Okay, hallo, Pater. It's the priest who performed the service here. Mhm. You don't want to get me started. Let's just say me and the humble servants of God have a history of not getting along. Gut, okay, dann lassen wir das. Dann, ja, es sind wirklich sehr viele Grabsteine. Dürfen wir da einfach vorbei? I'm sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from the path of sin. Ich wollte gerade sagen, wie übergriffig. Ich meine, wie absolut unsympathisch kann man sich machen? Wie sind Sie davon überzeugt, dass ich auf einem Pfad der Sünde bin, Pater? Sie haben wohl noch nie von einem hoffnungslosen Fall gehört. Keine Sünden mehr? Was soll ich denn da mit meiner Freizeit anstellen? Ah, schön. Das finde ich eigentlich gut. Die Antwort ist richtig schön sassy. No sin. But what am I supposed to do for fun? Behind those words is a deep wound, a desire to belong. If you let him, Christ can fill that void. Ugh, please don't make Christ fill my void. Gott I'm nein. totally not up for that. Wortwahl. The crude facade of a lost soul. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Boah, ist das übergriffig. Ist ja richtig ekelhaft. So völlig ungefragt, ne? Nee. Wundert mich nicht, dass die Cathy mit Geistlichen nicht so gut kann. So, wir sind auch wieder auf unserem Bike. Weiß irgendjemand, was das für ein Modell ist? Es ist so eine Art, da so sehr relaxed drauf zu sitzen, weil der Lenker einfach so hoch ist, dass man einfach ganz bequem sitzen kann. Nicht so wie bei manchen anderen, wo man ja wirklich so nach vorne rüber gelegt. Eigentlich liegt man bei manchen ja schon vorne drauf. Das sieht sehr chillig aus. Ja, zum Haus der Rains. Ich mag das übrigens, wie hier hinten so das Wetter sich zuzieht und überhaupt. Dafür, dass das Spiel schon recht alt ist, sieht das doch echt ganz gut aus. Knock, knock. Grandma, anybody home? Okay. Wie passend. Ich meine, wir sind im Haus der Rains und es raint draußen. Gott. Nun, There's okay. nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Ja, das stimmt. Regen am Fenster. Ach, wunderschön. Vor allem, wenn man dann gerade schlafen will. Das hat so was total Kuscheliges, Beruhigendes. Von der Seite sieht die Cathy übrigens auch aus, als hätte sie ihren Helm noch auf. Ihre Haare sind so ein bisschen aufgebauscht. A So, das mere sind single Stiefel. pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Okay, sie hat wahrscheinlich ein halbes Dutzend Paar. Nice black leather coat. Right up my alley. Mhm. Ich wüsste zu gerne, was wir hinten für so ein Symbol auf unserer Jacke haben. Irgendwie. Rotes Pferd. Das rote Pferd sich einfach Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. Ist wirklich süß. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Oder vielleicht hat sie es selber gemacht, wer weiß. So, zum Wohnzimmer. Wir gucken uns hier erstmal zu Ende um. Ne? Ich würde sagen, wir machen so eins nach dem A anderen. lamp on the ceiling. Nothing special about it. Das Licht ist besonders schön warm. Warmgelb. Ist richtig angenehm. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Aber daran kann sie sich noch erinnern, ne? So. Hier ist ein Rollstuhl. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Aber für wen? Vielleicht für den Opa? Huh. Never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. Das kann natürlich sein. Ja, okay. A small table lamp. Ja, ein Foto. A wedding photo from when my grandparents married. Oh, ich würde They diese look Bilder... younger than I am now. Things have sure changed. Und sie ist erst 21, ne? Sie hat gerade gesagt, sie war so 5, 6 Jahre alt, als sie sich das letzte Mal gesehen haben, sie und die Oma. Und das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Boah, ja, als die Deutschen noch, ne, so als mit Teenagerzeiten geheiratet und dann bis dass der Tod uns scheidet. In guten wie in schlechten Tagen. Und scheiden darfst du dich ja sowieso nur, wenn dein Mann einverstanden ist. Ach ja, good old times. It's a photo of this very farm from way back. It says,
June 12, 1910 in the corner. Boah, wow. 85 Jahre. Ich würde diese Fotos gerne in etwas größer sehen. Ne? So groß wie Cathys Porträt vielleicht. Das wäre sehr cool. So, Telefon und Telefonbuch. These should come in handy when I need to make calls. Bestimmt, wenn die Oma dich nochmal reinlässt. So, ich will einfach nur mal Interesse halber gucken. Können wir da mal kurz... It's a phone book, Conwell Springs County. Ja, also für die Jüngeren unter euch ein Telefonbuch. Gab es wirklich, als man noch kein Internet hatte, um jedermanns Telefonnummer rauszugoogeln? I should be able to use this for looking up phone numbers of people or places in town. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Zuschauer alle sowieso älter sind als ich. So, wenn ich YouTubes Algorithmen und Analysen vertrauen kann, dann sind die meisten von euch älter als ich. Von daher muss ich das, glaube ich, niemandem erklären. So, können wir mal I don't einfach... have anything to search for yet. Nein, können wir nicht. Okay, später. So, da unten ist noch irgendwie... ist wahrscheinlich die Steckdose für die Lampe. Das Gemälde ist auch sehr cool. Some kind of winter forest Oh, scene. schön. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Voll schön. Gefällt mir. So, hier ist noch irgendeine Pflanze in der Ecke. Das war's, glaube ich. Wir können auch nach oben, aber ich denke mal, wir wollen wahrscheinlich erst mit Oma reden. Deswegen gehe ich mal ins Wohnzimmer, wo ich sie vermute. Oh, hello, Perfect. dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. Hä? You haven't changed one bit. Wir haben es doch gar Always nicht benutzt. kidding around, just like when you were little. Come have a seat. We have so much to talk about. Oh, ich mag, dass die Oma so lieb zu uns ist, obwohl sie uns so ewig nicht mehr gesehen hat, obwohl wir offensichtlich sehr now, unterschiedlich Tell me sind. about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Puh, nun, die Oma ja, kommt direkt zur Sache. Die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen oder das Thema vermeiden. Es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Ich frage mich jetzt, ob wir den Rollstuhl hätten benutzen können. Habe ich das vorhin übersehen, dass man den auch benutzen konnte? Nee, ne? Ich glaube, sie hat das wirklich nur so im Spaß gesagt. Ich bin ein bisschen geneigt, das hier zu nehmen, aber andererseits denke ich mir so, ey, ich glaube, die Oma hat es verdient, dass wir ehrlich sind. Die ist so lieb und ne, wir wollen ja jetzt wieder Kontakt knüpfen, wo wir gerade mal hier sind. Deswegen würde ich sagen, seien wir mal ehrlich, ist, ja. Mom is... I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. Oh, When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. no. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first, all dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. 14 Jahre lang hat der Opa kein Wort mehr mit seiner Frau geredet.
und war völlig apathisch. Oder naja, vielleicht nicht mehr ganz so apathisch, aber er war zumindest anders. Ne? Es ist irgendwas vorgefallen. Oh, die arme Frau, ey. Meine Güte. Überleg mal, die hat ihren Sohn verloren. Unser Vater ist ja auch irgendwann einfach so verschwunden, ne? Ihre Schwiegertochter ist weg mit ihrer Enkelin, die sie nie wieder gesehen hat seitdem, was jetzt auch 15 Jahre her ist. Und ein Jahr später passiert irgendwas mit ihrem Mann und der ist dann auch völlig verändert. Boah. Die arme Oma, die tut mir voll leid. Aber ich mag es, wie gesagt, ne? Ich mag es so, was sie so für eine positive Einstellung hat. Und ihre Stimme ist so angenehm. Wirklich. Was ist Why do you passiert? think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. Mit dem Krieg, das kann natürlich sein. Ich meine, viele, ne, aus der Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration haben ihre Dinge ja nie so aufgearbeitet. War damals ja noch nicht so. Ein Kriegstrauma vielleicht? Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Ja, natürlich. Das kommt noch hinzu, ne? Dieses bloß nicht Schwäche zeigen als Mann aus der Generation. Es ist furchtbar. Was haben denn die Ärzte gesagt? What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. Oh mein Gott. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Ja, das klingt nicht wirklich danach. Man merkt, wie sauer sie gerade geworden ist. Keine Erklärung dafür, aber 14 Jahre in so einem Zustand verbringen, das nimmt natürlich auch alle mit, die jeden Tag damit zu tun haben. Wie sieht's denn mit der Polizei aus? Der Sheriff hat ihn ja zurückgebracht. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Oh. Ja, wir versuchen das einfach mal. Oh, ich habe mir die Kirchenbroschüre gar nicht angeguckt. Machen wir gleich mal. Ach, die Well, arme gotta go, Omi. Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Grams. Voll süß. Ja, ach, die arme Oma. Da werden wir bestimmt irgendwas rauskriegen. Wir sind jetzt auf jeden Fall angestachelt. Ne? Kathy ist ja Journalistikstudentin, ist also von Natur aus sehr neugierig und lässt sich nicht mit irgendwelchen einfachen Antworten abspeisen. Das wird noch sehr interessant. Aber natürlich müssen wir jetzt das Wohnzimmer einmal auseinandernehmen. Also mit den Augen. Modellflugzeug. An intricate toy airplane with moving parts. Cool, cool. Könnte natürlich auch damals von unserem Vater sein, weil der Großvater wohl im Krieg irgendwie Flieger war, also Pilot. Vielleicht hat der Vater ja mit solchen Dingern rumgespielt. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Oder wir. Okay. Wir waren ja als Kind manchmal hier, ne? Was steht im Bücherregal?
A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Mhm. Hat noch irgendjemand bei diesem Wohnzimmer so ein bisschen Flashbacks an die Wohnzimmer der eigenen älteren Verwandten? Sie haben das alles sehr gut auf den Punkt getroffen, ne? So dieser Riesenteppich und alles noch aus Holz und so fette Sessel und so. Doppelte Vorhänge, selbstverständlich. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Ja. Hier, Fernseher hat noch richtig schön 2 fette Antennen. Wahrscheinlich muss man, wenn man das Programm weiterschalten will, noch aufstehen oder am Fernseher rumschalten. Grandma has prepared some tea for us. Und du lässt deinen Tee einfach kalt werden? Nah, I'm more of a coffee gal. Unhöflich. So, jetzt. Ja, ich dachte Mind if mir we schon. talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ja, wir haben gerade noch nichts Neues. Wobei, wir können ihr auch Dinge zeigen, die wir dabei haben. Wir sollten ihr vielleicht manche Dinge lieber nicht zeigen. Probiert sie das wenigstens? I don't want to show her that. Ja. She'll just start worrying about me. Ja, ich glaube auch. Ah, vielleicht kennt sie die Initialen auf dem Feuerzeug. I don't want to show her that. Nein, aber... I don't want to show her. Nein. I don't want to show. Das haben wir schon, ne? Das Notizbuch ist ja quasi das hier. Aber die hier können wir ihr zeigen. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Ein You bisschen. could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Ja, Awfully strange Yeah. behavior for a priest, I'll give you that. das ist wirklich, also es ist mehr als geschmacklos. Es ist einfach völlig Well, gotta go, indiskutabel. Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. So kann man definitiv dafür sorgen, dass die Leute nicht in die Kirche kommen. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Oh, Fleckchen. Voll der süße Name für eine Katze. So, A Sideboard. robust piece of wooden furniture. Wollen wir mal reingucken? I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Boah, das ist voll die gute Idee. Ne? Einfach so ein paar, keine Ahnung, so 10-Cent-Stücke irgendwo verstecken. Kannst dein Kind ein paar Stunden mit beschäftigen. So, Fotos. Planes, planes, and more planes. Planes. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Also so alt wie du jetzt. Da sind wahrscheinlich Planes, noch mehr Planes. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Vielleicht seine Mutter oder eine Schwester. That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Ah, okay. Planes, plane, Natürlich. So, Alkohol. Ich hab's genau gesehen. expensive-looking scotch. That thing has been standing there forever. Willst du mal heimlich schnell einen Schluck rausnehmen, wenn Oma gerade nicht hinguckt? Huh. Would be kind of funny to see her reaction, but no. So, ist das gleiche? A robust piece of wooden furniture. Okay, ich glaube, dann haben wir alles. Kurzer Check. Ja. Ja, sieht gut aus. Okay, wir sind dann mal, ne, auf dem Weg. Wir können noch nach oben auf den Dachboden, bevor wir zum Sheriff fahren. Das sollten wir vielleicht machen. I shouldn't overstay my welcome. Ach, verdammt. Okay, vielleicht auch nicht. Wir machen das später irgendwann. Warte kurz, bevor ich... Oh, wir können tatsächlich... I wonder why Grandpa ended up in that thing. Oh, ich habe das übersehen. Ernsthaft? It was a joke, you know. Nein. Hätten wir das machen können, bevor wir ihr davon erzählen? Oh, verdammt. Jetzt will ich das wissen. Falls jemand das Spiel gespielt hat, kann man sich vorher in den Rollstuhl setzen und dir dann sagen, dass man das gemacht hat? Das wüsste ich jetzt wirklich gerne. Gut. Das ist das einzig Nervige bei so einem Wetter Motorradfahren. Das stelle ich mir echt nicht cool vor. Vor allem, sie hat keine echte Schutzkleidung an. Es ist zwar eine Lederjacke, auch nur so mäßig schützend. Und eine normale Jeans, die ist ja in 5 Minuten völlig durchnässt. Und es wird ja richtig rutschig auf der Straße. Also, ja, nee, das Wetter ist nicht so cool dafür. Okay, zum Sheriff. Njau.